Herzlich willkommen zum Tutorial Darstellung eines Produkts anpassen. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über die Bereiche in M-Sales, die Sie anpassen können, und gehe dann näher auf die Umsetzung in M-Model ein. In M-Sales sehen Sie im Katalog ein Produktbild. Sie können für jede verfügbare Sprache in M-Sales ein Produktbild festlegen oder Sie legen ein sprachunabhängiges Produktbild fest. Wenn ich ein Produkt wähle und in die Konfiguration wechsle, sehen Sie eine Überschrift und eine Zwischenüberschrift über dem Konfigurationsformular. Im Bereich der Produktbeschreibung werden Beschreibungen, die Bildergalerie und Downloads angezeigt. Innerhalb des Konfigurationsformulars haben Sie die Möglichkeit, Register zu erstellen und Ihre Merkmalsordner und Merkmale zu gruppieren. Das hält das Konfigurationsformular übersichtlich. Wie Sie die Reihenfolge der Merkmalsordner und Merkmale der ersten Ebene festlegen, zeige ich Ihnen ebenfalls in diesem Videotutorial. Ich fange mit der Festlegung eines Produktbildes an. Dazu öffne ich die Produktbeschreibung des Elektrowagens. Das ist die Datei mit der Dateiendung .zodesk. Beim Erstellen Ihres Produkts wird die Produktbeschreibung automatisch erstellt. Wenn Ihrem Produkt noch keine Produktbeschreibung zugewiesen ist, können Sie diese nachträglich erstellen. Ich rechtsklicke auf eine freie Fläche im Navigator und im Kontextmenü wähle ich den Eintrag Produktbeschreibung. Im Assistenten wähle ich den Ordner, in dem ich die Produktbeschreibung speichern möchte. Da ich eine Produktbeschreibung für den Elektrowagen erstelle, nenne ich die Produktbeschreibung wie das zugehörige Produkt. Im nächsten Schritt wähle ich das zugehörige Produkt, also den Elektrowagen. Dieser Schritt stellt die Verknüpfung zwischen Produkt und Produktbeschreibung her. Um die Produktbeschreibung zu erstellen, klicke ich auf die Schaltfläche Fertigstellen. Ich möchte ein Produktbild festlegen und habe in M-Model zwei Möglichkeiten, das zu tun. Ich kann ein sprachunabhängiges Produktbild festlegen, das in allen in M-Sales gewählten Sprachen angezeigt wird. Oder ich lege das Produktbild sprachabhängig fest, also ich weise jeder Sprache ein individuelles Bild zu. Das sprachabhängige Produktbild überschreibt das sprachunabhängige Produktbild. Wenn für eine Sprache kein Produktbild festgelegt wurde, wird das sprachunabhängige Produktbild eingeblendet. Die Verwendung von sprachabhängigen Produktbildern macht Sinn, wenn Sie M-Sales an die Gegebenheiten des Zielmarktes anpassen möchten. Beispielsweise könnte ich für den britischen Markt eine Abbildung eines Rechtslenkers und für den deutschen Markt eine Abbildung eines Linkslenkers verwenden. Bevor ich jedoch ein sprachabhängiges Produktbild festlege, möchte ich das sprachunabhängige Produktbild festlegen. In der Produktbeschreibung wechsle ich in das Register Übersicht. Im Register suche ich den Eintrag Bild und in der Zeile des Eintrags klicke ich auf die Schaltfläche Wählen. Ich wähle das sprachunabhängige Bild und klicke anschließend auf die Schaltfläche OK. Der Pfad zum sprachunabhängigen Bild wird jetzt im Textfeld angezeigt. Um ein sprachabhängiges Produktbild festzulegen, wechsle ich in das Register Beschreibung. Die Sprache Deutsch ist auf der linken Seite gewählt, also lege ich jetzt das deutsche Produktbild fest. Ich klicke in der Zeile Produktbild auf die Schaltfläche Wählen. Jetzt kann ich das Produktbild wählen und anschließend auf die Schaltfläche OK klicken. Wie auch beim sprachunabhängigen Produktbild wird der Pfad zum sprachunabhängigen Bild im Textfeld angezeigt. Ich lade meinen Arbeitsbereich hoch, um das Ergebnis auf M-Sales zu prüfen. Im Katalog sehe ich die soeben festgelegten Produktbilder. Da ich nur für die deutsche Sprachvariante ein Produktbild festgelegt habe, wird mir, sobald ich die Sprache wechsle, das sprachunabhängige Produktbild angezeigt. Nachdem ich das Produktbild festgelegt habe, möchte ich jetzt eine Bildergalerie erzeugen, die im Bereich der Produktbeschreibung in M-Sales sichtbar ist. In der Produktbeschreibung in M-Model klicke ich in der Zeile Bild auf die Schaltfläche Wählen. Wähle das Bild, das in meiner Bildergalerie als erstes Bild angezeigt werden soll, und füge das hinzu. Zusätzlich möchte ich ein Bild der Seitenansicht meines Elektrowagens hinzufügen. Also klicke ich erneut auf die Schaltfläche Wählen und füge ein weiteres Bild hinzu.
Meine Bildergalerie enthält jetzt 2 Bilder meines Elektrowagens. Jetzt teste ich, ob in der Bildergalerie meine gewählten Bilder angezeigt werden. Dazu lade ich meinen Arbeitsbereich hoch. In M-Sales wähle ich das Produkt Elektrowagen. Die Bildergalerie auf der linken Seite des Konfigurationsformulars zeigt die 2 von mir gewählten Bilder an. Im nächsten Schritt möchte ich meiner Produktbeschreibung Downloads anhängen. Wie auch bei den Bildern klicke ich dazu in der Produktbeschreibung auf die Schaltfläche Wählen. Ich möchte eine PDF als Download anbieten, also wähle ich das PDF und klicke auf Fertigstellen. Für Downloads kann ich den Anzeigenamen des Download-Links festlegen. Ich klicke in die Spalte Anzeigename und gebe den Anzeigenamen ein, der eingeblendet werden soll. Mit der Enter-Taste bestätige ich meine Eingabe. Ich lade meinen Arbeitsbereich hoch, um den Download-Link in der Produktbeschreibung zu prüfen. Im Bereich der Produktbeschreibung klicke ich auf den Bereich für die Downloads. Mein Download-Link ist sichtbar. Wenn ich den Link anklicke, kann ich das Produktbild herunterladen. Die Anpassungen an die Produktbeschreibung habe ich abgeschlossen und möchte nun in meinem Konfigurationsformular die Merkmalsordner und Merkmale in Register aufteilen. Die Aufteilung kann ich in der Produktbeschreibung in M-Model festlegen. Ich wechsle in der Produktbeschreibung in das Register Merkmalsstrukturaufteilung. Standardmäßig ist immer ein Register vorhanden. Das Register möchte ich umbenennen in Antrieb. Ich erstelle weitere Register, um meine Merkmalsordner auf diese Register zu verteilen. Das Symbol zum Erstellen eines neuen Registers finden Sie am rechten oberen Bildschirmrand. Im nächsten Register möchte ich die Merkmalsordner zum Interieur sammeln. Den Registernamen, den ich in M-Sales eingeblendet haben möchte, trage ich in das Textfeld ein. Ich erstelle ein weiteres Register. In diesem Register möchte ich die Merkmalsordner der Karosserie sammeln. Die Assistenzsysteme möchte ich ebenfalls in einem Register sammeln, also erstelle ich das nächste Register und nenne das Sonderausstattung. Die Merkmalsordner kann ich jetzt in die erstellten Register verschieben und anschließend meinen Arbeitsbereich hochladen. Im Konfigurationsformular sehe ich die erstellten Register. Wenn ich durch die Register navigiere, sieht man die Merkmalsordner, die ich in M-Model in die Register geschoben habe. Im Register Interieur möchte ich die Reihenfolge der Merkmalsordner der ersten Ebene ändern. Also der Merkmalsordner Multimedia soll vor dem Merkmalsordner Sitze angeordnet werden. Um das zu erreichen, brauche ich einen weiteren Dateityp in M-Model. Um die Reihenfolge der Merkmalsordner der ersten Ebene festzulegen, benötige ich in M-Model eine M-Sales-Gruppierung und Sortierung. Ich rechtsklicke in M-Model in den Navigator und klicke im Kontextmenü auf den Eintrag M-Sales-Gruppierung und Sortierung. Die Datei soll im Ordner Konfigurationsdateien gespeichert werden. Also wähle ich den Ordner als Stammordner und benenne die Datei. Um die Merkmalsordner des Produkts Elektrowagen zu sortieren, muss ich erst das Produkt in den linken Bereich ziehen. Auf der rechten Seite werden jetzt die Merkmalsordner der ersten Ebene angezeigt. Die Reihenfolge lege ich fest, indem ich die Merkmalsordner anklicke und an die gewünschte Position ziehe. Wenn ich mehrere Produkte in den linken Bereich hinzufüge, gilt die Reihenfolge im rechten Bereich für alle hinzugefügten Produkte. Wenn ich die Reihenfolge innerhalb der Merkmalsordner der ersten Ebene festlegen möchte, muss ich die Reihenfolge in den entsprechenden Wissensbausteinen oder Produkten festlegen. Um mein Ergebnis zu prüfen, lade ich wieder meinen Arbeitsbereich hoch. Im Konfigurationsformular hat sich die Reihenfolge der Merkmalsordner Multimedia und Sitze geändert. Wir sind auch schon am Ende des Tutorials angekommen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter www.hilfe.cas-merlin.de.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Anpassen der Darstellung Ihrer Produkte in M-Sales. Bis zum nächsten Tutorial.